Herzlich willkommen beim Review Videomagazin und einem neuen Video meinerseits. Wir sind in China unterwegs, wir sind gerade noch in Beijing und sind gerade zum Bahnhof gefahren, denn wir verlassen Beijing heute. Wir hätten auf jeden Fall 2 Tage mehr locker noch gebraucht, oder genau 2 Tage hätten auf jeden Fall gereicht. Und leider ist das ja manchmal nicht so, wie man sich das wünscht, und vor allem ist das alles nicht geplant. Es ist nicht, wie man das geplant hat, sondern es ist gar nichts geplant gewesen. Habt ihr in den letzten Videos gesehen, habt ihr den monatlichen Daily Vlog auch ein bisschen verfolgen können, wo da so die Probleme sind, und wir reden gerne im Nachgang auch nochmal im Detail über einige Sachen. Wir sind jetzt gerade einfach mit dem Didi hier eine Dreiviertelstunde hingefahren. Mit den Öffis hätte das irgendwie über eine Stunde gedauert, und das mit den ganzen schweren Koffern, und wir haben ja keinen Plan aktuell, wie, wo, wann was fährt. Sind am Bahnhof. China ist echt crazy, auch was Züge angeht. Wir werden heute nämlich mit dem Schnellzug fahren. Wir werden ziemlich viel Strecke hinter uns bringen, und das in relativ kurzer Zeit für die Strecke, die wir absolvieren. Wir sind am Bahnhof angekommen, und dann muss man nämlich aufpassen. Man muss ein bisschen früher hier sein. Das ist ein bisschen wie Fliegen. Und zwar gibt es erstmal eine Security-Kontrolle, und dann durchs X-Ray-Gerät werden eure Koffer geschoben. Ihr werdet einmal kontrolliert. Ihr könnt Flüssigkeiten und Ähnliches dabei haben, und auch eine Nagelschere im Koffer ist jetzt kein Problem. Ich habe schon mitbekommen, dass, glaube ich, Werkzeug mal ein Problem war, aber das haben wir jetzt nicht dabei. Und dann seid ihr hier im Bahnhof, und es gibt verschiedene Gates, also erstmal Wartezonen gibt es hier. Das ist unsere für heute. Und dann gibt es verschiedene Gates, und es gibt quasi eine Boarding Time, und erst kurz bevor der Zug kommt, werden die Tickets kontrolliert, und man kommt rein und kommt auf den Bahnsteig und kommt nur für seinen Zug auf den Bahnsteig, und das auch kurz vorher, und das ist ziemlich easy. Euer Ticket ist der Reisepass. Damit kommt man auch erst überhaupt in den Bahnhof rein, und damit kommt man dann erst da rein. Also der Reisepass ist das Ticket, damit ist das Ganze verknüpft. Gebucht über die App Alipay, die auch dann Züge mit beinhaltet. Genau. Kostet jetzt, weiß ich gar nicht. Die Uschi guckt gerade noch, was sie frühstücken will. Da habe ich auch gleich was Spannendes für euch. Also für mich, aber spannend vielleicht im Video. Genau, das ist ungefähr so ein bisschen, wie das mit den Zügen läuft. Da gehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein. Wir sitzen, glaube ich, 4 Stunden jetzt gleich im Zug und wechseln von Beijing nach Wuhan. Und das ist der nächste kurze Stopp für uns, Zwischenstopp, bevor es dann zum finalen Hub hier in China geht. Das ist nicht das letzte Land auf dieser Tour übrigens. Ja, jetzt bin ich gespannt, Leute. Riecht erstmal wie alles hier. Was soll ich euch sagen? Wie erklärt man das am besten? Es ist ein neues Tier, was ich schon nicht gegessen habe. Es ist Esel. Ich habe einen Esel hier. Ja. Schmeckt normal? Also niemals wieder, oder? Wer denn sonst? Wir stehen ja schon da dran. Oh, wollen wir mal an, ne? Sicherheitsmäßig was Normales mitgenommen. Das ist Schwein. Das ist auch wieder so ein Blätterteig. Ne? Das sieht viel mehr aus. Das sah aber auch nach Nudeln aus. Ach so, das hätte ich nicht gedacht. Auch nice. Ich habe hier so ein Crispy Chicken Muffin von Mickey mit ein bisschen Mayo. Schmeckt auch gut.
km/h aktuell unser Topspeed, was wir hier erreichen. Aber was ich auf jeden Fall mal erwähnen muss, wir fahren ziemlich lang gerade schon an Feldern vorbei und überall sind Erdhaufen, die aktuell auch geschmückt sind, was man mit Gräbern jetzt gerade zur Zeit macht, traditionell. Und wir sind auch an Plätzen vorbeigefahren, die aussehen wie Friedhöfe und da sind genau diese Erdhaufen mit dieser gleichen Dekoration. Und auf den Feldern, wenn mehrere mal irgendwo zusammen waren, da gab es dann auch so wie Grabsteine, Steinplatten, die davor standen. Interessant, neben uns wird auch gerade noch eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse gebaut. Und ja, wie gesagt, 347 ist gerade Festpreis. Ich weiß nicht, ob das an der Strecke liegt oder ob das Limit von dem Zug ist. Das ist ja immerhin noch schnell. Und ja, super komfortabel, viel Platz, schöner Zug, von innen wie außen. Und ja, Bahnfahren an sich ist ja auch eine feine Sache. Haben wir letztes Jahr auch gezeigt, wo wir von Madrid nach Barcelona gefahren sind. Das war ziemlich cool. Und leider funktioniert das nicht immer überall so gut. Ich rede jetzt nicht nur davon, dass wir, wenn wir aus Mönchengladbach nach Berlin fahren, 20 Stopps erstmal in NRW haben, bevor wir NRW verlassen und man da geisteskrank bei wird und wir jeden noch so kleinen S-Bahnhof mit dem ICE ansteuern. Sondern wir wollten ja seinerzeit auch mit dem Zug von Deutschland nach Spanien dann zum Beispiel. Ja, unfassbar kompliziert und viel zu teuer. Das Fliegen leider schneller, billiger und einfacher. Also das ist wirklich, wenn es besser funktionieren würde und nicht so exorbitant teuer wäre Bahnfahren schon eine feine Sache. Und das war auch da relativ weit im Voraus oder sogar weit im Voraus, weil wir wussten, wann wir da sind. Schade. Es könnte so schön sein. Ich würde so auch einfach nach Hause fahren. Ich würde dann auch... Guck hier, Indian Pacific Vlog. 4 Tage im Zug, total geil. Wir sind jetzt nach 4 Stunden Zugfahrt in Wuhan angekommen. Ja, easy peasy. Hinter mir war ein Vater mit seinem Kind von Stiftung Tischtest und haben auf jeden Fall die ganze Fahrt über entweder das Handy laut gehabt, den Tisch penetriert, den Sitz penetriert dementsprechend auch oder sonst irgendwie rumpalavert. Und vor uns war auch, die war auch ein bisschen weird, aber grundsätzlich ging es. Ich hatte den Kopfhörer auf, habe weiter am Universal Studios Singapur Vlog geschnitten. Und Uschi hat sich natürlich first time ever, wir haben das noch nie hingekriegt, toi toi toi, also als Holzklopfen, ne, wie der gute Deutsche das so macht. Irgendwas war jetzt nicht gut an dem, was die sich zu essen geholt hat. Also die holt beim Gasthof zur Goldenen Möwe was Standardmäßiges und hat sich gerade richtig den Magen verdorben. Hätte den Sitzplatz gar nicht reservieren müssen, weil sie hat die meiste Zeit der Zugfahrt auf dem Klo verbracht und ist jetzt gerade auch nochmal losgestratzt. Ja, schauen wir mal. Und ich sag mal so, derjenige, der jetzt einfach mal einen Esel gegessen hat, ist besser weggekommen. Das ist traurig. Irgendwie auch passend alles zu Wuhan. Eins in den Chat, wer sich erinnern kann. Boah, ist das doof, ey.
ganz schicke Lampen, Leute. Eieiei. Deswegen hast du immer so lange gesucht nach dem Zimmer. Sehr nice. Der Kühlschrank ist orange. Was? Karte, komm. Da fährt erstmal das Klo hoch. Wow. Riesendusche. Keine 60 € gemacht. Wow. Wow. Das ist Leisure. Business. Wow. Schön. Schick. Und den, warum hast du zugemacht? Ich habe nicht zugemacht, das war der Strom, glaube ich. Wie der Strom? Das war doch noch auf, ich habe es nicht zugemacht. Ich dachte, du hast zugemacht. Nein. Wie? Als ob. Ich weiß es nicht. Mach den Strom weg. Das glaube ich nicht. Laber nicht. Was ist das denn? Als ob. Leute, wir wohnen jetzt in einem Dark Ride. Geht einfach der Vorhang zu. Wie geil ist das denn? Dann nehmen wir noch ein paar Details mit. Wir haben auch noch einen echt großen Schrank. Neben der Bank und dem Schrank. Da ist doch Bett. Ist das Bettzeug oder ein Kissen? Das sieht nach Bettzeug aus. Das ist gut, also eine Decke. So. Das ist auch. In Deutschland ist es ein ziemlich großer Sessel. In China ist es eine normale Couch. In den USA ist das ein Sessel. Dann gibt es hier nochmal eine Bench und noch mehr Ablagemöglichkeiten. Aber das ist, glaube ich, jetzt hier nur noch Facility, oder? Noch ein Schrank mit Eieiei, da. Hier geht aber was. Und Tatsache. Das ist der Mülleimer. Das Waschbecken. Und jetzt hast du hier so einen Handtuchspender. Total cool. Pass auf. Boah, cool, Handtuchspender. Ja, Tassen, Gläser, Kaffee, Dings, das, Mikrowelle. Und auch immer, das kennen wir auch schon aus Japan, weil das sind echt hohe, große Gebäude. Und wenn es dann brennt, dann hast du hier deine Haube zum Aufziehen, damit du hier lebend rauskommst durch den ganzen Jas, das ganze Jas hier. Und also das ist immer crazy, wenn man das erste Mal sieht, ist echt verstörend. Beim letzten hatten wir auch eine Taschenlampe dabei, die sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Push, was passiert dann? Das ist ja witzig. Cool. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ob man mich hört. Das hier ist ein Autotunnel. Ja, man sieht's. Birds. Der schlängelt sich einmal quer durch die Stadt. Was ist das denn für ein Shortcut? Das ist ja crazy. So Leute, während Uschi einfach weiter stirbt, habe ich eine Kleinigkeit ausgepackt, die wir noch mitgenommen haben aus dem Supermarkt. Und dann sieht das aber so aus. Das ist echt fancy, aber es sind eigentlich normale Frikos, wo noch ein bisschen Käse an der Seite ist, ein bisschen Kräuter und das in so einem knetschigen Ex-Blätterteig eigentlich Knetschmantel. Blätterteig war eher das, was heute Morgen bei mir war. Seht ihr, bevor ihr zu den großen Ketten geht, geht lieber zu einem fiesen Menschen an der Seite mit Schmutz. Da holt euch nichts. Das ist einfach bitter. Steckt man nicht drin. Passiert erste Mal bei all diesen Touren, dass jemand hier essensmäßig die Beine weggezogen bekommt. Aber das hier, das ist lecker. Guten. Kannst du mal probieren, wenn du willst. Ich kann auch wieder hinter meine Wand gehen. So Leute, der Universal Singapore Vlog schreitet voran im Schnitt. Uschi hat sich jetzt gerade mal ein wenig aus dem Bett gequält und leidet immer noch. Und es ist dunkel draußen. Das ist der richtige Zeitpunkt, euch in Kenntnis zu setzen über die verschiedenen Lichtstimmungen unseres Zimmers. Was haben wir jetzt gerade? Jetzt immer Leisure, oder? Ja. Also, dann haben wir ganz kurz
Da hinten ist so, das ist immer cool, weißt du, wenn du hältst dich ja hier auf, dann ist da so ein bisschen Licht, macht das viel gemütlicher. Auch, dass das da an dem Schrank so ein bisschen gedimmt ist. Hier gibt es dann nochmal ein Lämpchen, das ist auch auf dem Video jetzt gerade ziemlich hell aus. Und die beiden Lampen und die Hintergrundbeleuchtung ums Bett finde ich immer richtig scharf, sowas. Aber wir haben auch, mal einmal Business. Das sind hier Festbeleuchtung, würde ich mal sagen. Dann ist auch da unten beleuchtet. Komplett durchgehend, auch richtig schicki. Da auch wieder eine Hinterleuchtung und die Deckenlampen leuchten auch. Aber wir haben noch mehr. So was. Jetzt haben wir. Jetzt. Pendant. Dann ist nur noch eine von denen und der Hintergrund und hier die ganze Geschichte. Oder ist das hier nochmal separat? Nee, ne? Okay. Night. Da drunter. Ja, da musst du theoretisch alles ausmachen. Dann hast du nur Night an. Aber als Bewegungsmelder oder was? Dachte ich jetzt, oder? Jetzt muss man anmachen, aber es ist nur auf der Seite. Das weiß ich nicht. Ja, aber ja, ist nur auf der Seite. Aber an sich auch cool, wenn du so ein bisschen Licht haben willst, aber die Vorhänge zu haben willst, weil das ist ja schon, man sieht ja einiges, was hier kommt. Das ist echt cool hier. Das gefällt mir. Und selbst das Bad hat 2 Lichtstimmungen und auch diese Lampe kann auch nochmal leuchten. Also so ist das ja nicht. Überall auch nochmal eine Steckdose. Und hier sind die beiden Badschalter. Warum ist denn irgendwas hier schon an? Bath 1, Bath 2. 2 aus, 1 aus. Geht das an, wenn man die Tür aufmacht? Als ob. Das war, glaube ich, als wir jetzt gerade hier rumgedrückt haben. Nun ja. Das ist übrigens hier das Home 2 Suites bei Hilton in Wuhan. So, Uschi lacht sich kaputt, dass man hier mit dem Stock nicht drücken soll. Aber 6, 7, 8, 9, 10, das macht man doch nicht so. Ach, Hilfe. Hilfe. Herr Schindler, bitte helfen Sie. Hier ist noch Weihnachten. Ein geiler Parkplatz auch. So, wir gehen mal vors Türchen. Der Bro hat Hunger. Als ob du den Parkplatz nicht auch gewählt hättest. Du musst, wenn die Parkplatzsituation angespannt ist, musst du solche Dinge anfangen, während andere noch dringend einen Parkplatz suchen, weil die stellen sich dazu. Das hatten wir noch in, weiß nicht, irgendwo in Vorort von Berlin zuletzt noch im Hotel. Und du musst einfach damit anfangen und dann eröffnest du einfach, das ist wie wenn alle schwänzen, dann kriegt keiner Ärger. Ich glaube, wir müssen hier vorne über die Kreuzung. So, nach den komischen Friko-Häppchen gibt es heute noch was Richtiges zu essen. Ich weiß nicht, ob es hier einen Convenience Store gibt. Wir haben nur einen im Bahnhof gesehen. Die hatten, das war der erste Lawson, den ich gesehen habe. Genau. So, wir müssen aber erst hier rüber, um dann darüber zu kommen. Das ist eine für Fußgänger nur 2-Wege-Kreuzung. Also guck, die stehen da auch auf der Straße und warten. Oh, ich hatte schon wieder Angst, weißt du. Es ist eine große Stadt mit viel Verkehr. Da musst du einfach laufen. Nicht hingucken, keine Angst zeigen. Einfach gehen. Wuhan ist übrigens wirklich groß. 12,5 Millionen Einwohner. Und eine sehr bekannte chinesische Stadt, die irgendwie jetzt nicht so eine Fame-Metropole ist, sondern haben wir vor 6 Jahren, glaube ich, alle von gehört, als hier so das Epizentrum oder der wahrscheinlich Ursprungsort einer weltweiten Pandemie war. Danke. Als ob das abgesprochen wäre. Also ich fand das wirklich am Bahnhof extremer als in Peking, wie die Leute sich hier ihrer Körperflüssigkeiten aus allen Öffnungen entleeren. Seit Mai 2020 ist aber dieser berühmte Foodmarkt, also Seafood-Markt war das eigentlich, wo halt sehr viel Wildtiere auch verkauft wurden, geschlossen. Und eigentlich ist der Wildtierhandel in Wuhan komplett verboten und sehr stark reglementiert. Hier ist so ein Tabakladen und Schnaps- und Tabakladen. Hier wohnen auch Leute, die nicht uns reinlassen würden. Also das ist auch crazy. Ja genau, das ist auf jeden Fall jetzt hier nicht mehr. Den Markt gibt es nicht mehr, es gibt auch keinen Ersatz dafür. Und das Problem
soll halt, also das von Zoonose, sagt man glaube ich, muss unterbunden werden, weil die hatten halt lebende Wildtiere und totes Zeug zusammen und haben dann, das sorgt zu Problemen. Das sieht ja geil aus alles hier, aber das ist alles ein bisschen viel, nur für uns. Ja, geil, alles hier Schnaps am Ballern. Okay, ich sollte doch hier hin. Wo geht's jetzt für uns hin? Man weiß es nicht. Ja. Das darf ich ganz alleine aussuchen. Schön. Ja, das stimmt. Keine Rücksicht auf Uschi. Die Spieße liegen hier schon wieder draußen rum. Das ist auch gut, aber es ist ja auch nicht so warm. So. Das ist eine super Ratzefummel. Das bringt mir halt noch nichts, weil das hier nicht das lädt halt die ganze Zeit. Die Wand hier ist ein bisschen zu hell hinter mir. Ja, wir haben jetzt einfach mal das mit den roten Stühlen im Pavillon genommen. Ich habe einen Zettel neben die Karte, die einlaminiert ist, geklemmt, weil ich nur einen Bleistift hatte. Und habe daneben mal gemalt, was wir meinen. Die Übersetzung ist ziemlich wild. Kleiner gelber Fisch habe ich auf jeden Fall ausgelassen. Aber Handkissen habe ich genommen und viele andere Dinge, die... Also wenn das Handkissen das Gehirn ist, dann lasse ich das stehen, ehrlich gesagt. Ich glaube mal gehört zu haben, dass man Gehirn so nicht essen sollte. Das sieht ziemlich nach Gehirn aus, oder? Ich weiß doch nicht, wessen Gehirn das ist. Meins wahrscheinlich, weil ich jetzt hier esse. Da vorne die Trunkenbolde, die sind natürlich auch total witzig, aber da war leider kein Platz mehr frei. Also andere Leute haben so eine Grillplatte, so ein Raclette auf dem Tisch oder so ein Hotpot, wo dann irgendwie Brühe drin ist, so eine Gasflasche unterm Tisch, die das dann befeuert. Wir haben auch so einen Tisch, der dafür ready ist. Aber meins kommt auf den Grill. Das macht er. Ja. Ich habe einfach eine wilde Auswahl an Spießen einfach getroffen. Mal schauen, ob das gut geht. Also das ist auf jeden Fall jetzt real China hier, weil hier es war schon in Peking, war Englisch so kein Thema mehr, das konnte schon keiner mehr. Da ist wirklich Shanghai so die mehr oder weniger einzige Stadt, wo das geht. Deswegen haben wir damals in Shanghai auch angefangen. Ich könnte auch den Arm höher halten, da muss ich nicht. Ja, genau. Und das ist schon mal das Besteck. Geschirr. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein geiles Set mit einem Becher, einer Schale, einem Teller und einem Löffel. Ein Weg in so einem Mini. Das ist cool. Also das ist viel zu viel Müll. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Ja, aber wie gesagt, in Wuhan sind diese Tiermärkte auf jeden Fall verboten worden und Wildtierhandel ist verboten worden. Und Wildtierhandel und Zoonosen waren ein großes Problem, die wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass wir alle eine Pandemie mitgemacht haben und in den Geschichtsbüchern landen werden. Also hier war es wahrscheinlich noch schlimmer, weil hier wurde es ja, glaube ich, wirklich weggeschlossen. Nicht so wie bei uns. Und es gab ja noch andere Varianten, wo Lowlight mit angezogener Handbremse Regeln waren oder ähnliches. Aber bevor das groß im Thema in den Kommentaren wird, was es natürlich auch gerne werden darf, wollte ich das einmal erwähnt haben, wenn wir schon in Wuhan sind, ist das, glaube ich, ein Triggerwort für viele. Und außerdem möchte ich euch versuchen, noch ein bisschen Inhalt mit in diesem Video mitzugeben, wenn wir schon keine Parks heute gemacht haben und Achterbahnen. Hier werden nämlich ein bisschen was drumherum gewesen. Mal gucken, wie wir morgen vorankommen. Wir haben nämlich morgen einen großen Park hier und dann schauen wir mal, was passiert, was wird. Und mal gucken, ob Uschi dabei ist oder nicht. Noch leidet sie. Ich hab das bald eingesetzt.
sich da jemand verkalkuliert? Ich glaube schon. Ja, lecker. Das ist Fleisch. Das ist Bauch. Also hier. Ja. Bauch. Ich brauche aber noch so einen Ablageeimer. Ich habe mir gerade voll in die Wange gestochen mit dem Ding. Aua. Also von außen, weil ich doof bin. Keine Ahnung, was das ist. Lecker. Alles höllisch scharf wieder. Ja. Das ist wirklich viel zu fettig. Also selbst Ja, wenn du sehe ich könntest. Ich habe jetzt keine Ahnung, was noch kommt. Weil das sah alles kleiner aus. Einmal hat die jetzt recht. Einmal. Ihr seid dabei. Schon zu viel weiß. Voll gut. Ja, es geht weiter. Wir haben jetzt noch das hier. Ich habe wieder keine Ahnung, was das sein soll. Das ist was ganz anderes, ne? Knorpelig? Also einfach nur ein Knorpel. I. Hier. Ja. Nix. Nicht so. Nee. Handkissenfleisch. Handknorpel. Oh, du hast doch noch Knack irgendwas. Hast du doch abgenommen. Ja, aber was ist das? Wo kommt das her? Was ist das für ein Teil von welchem Tier? Den Schuh für die nächste Pandemie darf ich mir dann anziehen. Das höre ich ja jetzt schon. Ja, ich auch. Auch keine Ahnung. Bin nicht froh, dass ich dabei bin. Das hätte ich nie verpassen wollen. Ich bin umzugeguckt. Ich bin Fernrohr. Alter. Er sagt auch nicht, dass das bescheuert ist, was wir ankreuzen. Für 6 für 2 ist es schon Drüber. Keine Ahnung. Ich hab echt die Übersicht verloren. Das könnte irgendwie hühnchenmäßig aus. Ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt und ich habe das irgendwie auch übersehen, dass wirklich bei jedem auch daneben stand, dass es 10 sind. Ups. Vielleicht habe ich ja später noch mal Hunger. Ah, Mann, ey. Ist das die? Ja, ne? Uschis neues Auto. So, was wir auch gerne machen, wie Straßenhunde uns benehmen und neben Locals stellen und mit denen rübergehen. Weil wir dachten, okay, ist keine Ampel, dann kann man ja einfach rüber. Aber hier stand noch einer mit seinem Fahrrad, dann sollte man auch stehen bleiben. Ja, jetzt, also grün kann sie leuchten. Nur wenn ich hier reinkomme, muss das nicht zugehen. Was für ein Quatsch ist das? Aber es ist schon ein bisschen witzig. Ich hätte das gerne zu Hause, einfach für Showzwecke. By the way, ein Blumenstrauß der wilden Tierwelt. Danke. Hätte ich mir das sparen können mit den Abziehen. Ich habe das nämlich angefangen zu sammeln und dann habe ich gesehen, man kann Boxen haben. Ja, irgendeiner hat hier nicht aufgegessen. Na, wo geht kurz hier, ne? Also Wuhan ist wirklich spannend und ist einfach komplett in der Mitte von China eigentlich. Du liegst wirklich in der Mitte zwischen Peking und Shenzhen im Norden und im Süden und Shanghai im Osten und ich weiß gar nicht mehr, wie das im Westen hieß. Das ist halt auch sowas von Chongqing, man weiß es nicht. Ist alles auch mit einer Autobahn verbunden. Autobahn ist ein gutes Thema, nämlich diese Tunnelstraße, die Jiangtesiakiang ist 1250 Meter lang und hier die Lebensader für Schwer- und Massentransporte in der City. Über 7 Brücken musst du gehen.
Auf jeden Fall in Wuhan, denn es gibt über den Fluss, der hier durchführt, ist nämlich auch die Stadt der Flüsse oder Chicago des Ostens, 7 Brücken und ein Tunnel. Die erste Brücke wurde 1957 in Zusammenarbeit bzw. mit der Hilfe der Sowjetunion gebaut. 1957 ist gar nicht so lang her eigentlich. Aber ich glaube, das wohl spannendste oder witzigste ist, wir Deppen hätten mit dem Zug hier hinfahren können. Also wir sind mit dem Zug hier hingefahren. Wir sind ja mit damals der schnellsten Eisenbahnverbindung der Welt hier hingekommen und sind von, oder war es andersrum, ist ja auch egal. Wir sind auf jeden Fall von Peking ja hier nach Wuhan gefahren. Das ist ziemlich weit und wir waren in 4 Stunden hier und haben noch 3 Stops unterwegs. Und wir hätten trotzdem mit dem Zug die ganze Tour hier starten können oder beenden können, hätten wir das mal gewusst. Denn es gibt eine regelmäßige Eisenbahnverbindung für Container. Also gut, als Hobo jetzt auf dem Freight mitfahren wäre nicht so komfortabel, glaube ich, auf die lange Strecke. Aber von Wuhan fährt ein Zug mit Containern mehr regelmäßig nach, ja, ihr wisst es, ihr seid euch doch darüber klar, wo fährt der Güterzug von Wuhan mit Containern jedes Mal hin? Richtig, nach Duisburg. Was ist das? Aber Wuhan ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass irgendwie die ganzen Container mit dem Zug nach Duisburg fahren oder irgendwie auch wieder zurückkommen. Du brauchst auch leere Container hier, beziehungsweise wird auch hier wahrscheinlich das eine oder andere ein bisschen importiert. Die Containerschiffe können, also Wuhan hat einfach so einen krassen Binnenhafen, dass und die Flussverbindung ist so krass, dass die Containerschiffe, die sonst irgendwo an der Küste nur ankommen, hier durchfahren können bis nach Wuhan an den Binnenhafen. Das ist auch ziemlich crazy. Ich weiß nicht, wer das dann alles fahren darf, weil ich glaube, Hochsee und Binnen sind immer noch 2 verschiedene Paar Schuhe. Aber auch das ist, glaube ich, nochmal ein crazy Fact, den ich euch mit umgeben wollte. Und in diesem Sinne und mit den paar kleinen Side-Facts noch, mit dem nicht so erfolgreichen Wechsel von Peking nach Wuhan. Also der Wechsel war ja erfolgreich, aber es ist nicht viel passiert. Und wir sehen uns morgen wieder, definitiv wieder mit Achterbahn. Dann ziehe ich auf jeden Fall los, egal wie viel da noch oben rauskommt. Wir sind in Wuhan. Das von den 5 Achterbahnen, die hier stehen, leider Schnellfahrzeug ist zu, natürlich. Und Wuhan Happy Valley, eine space-thematisierte Minenzug-Achterbahn. Was zur Hölle denkt man sich dabei? Das ist nur geradeaus, da sind keine Kurven drin. Wie kann das so schlagen? Sicher, dass das nur Schwarzlicht ist und nicht irgendwie Röntgenstrahlen oder so? Einfach Dream Park. Jo, wir sind 35 Minuten durch Wuhan geknallt. So, was ist der richtige Track? Was ist der Track, der Deko ist? Welchen fahren wir? Toi, toi, toi. Die Achterbahn gerade entdeckt. Der Roboter hat angerufen. Klingel doch das nächste Mal bitte. Tschüss, danke.